Entscheidend für eine positive Entwicklung auf deinem Instrument ist es, dass man versteht, dass man beim Trompetespielen möglichst locker sein sollte. Weich die Luft fließen lassen sollte, der Hals ist offen, dass die Luft fließen kann und dass nicht Verspannungen oder Stimmbandverschlüsse unser Trompetespielen blockieren. Doch wie fängt man beim Trompetespielen an, damit man sich möglichst positiv, locker und weich einstellt? Meine Empfehlung ist immer, spiel anfänglich erstmal lange Töne oder chromatische Bewegung in der tiefen Lage. Davon spreche ich C1 und abwärts. Das wäre der erste Einstieg. Also starten wir mal. In diesem Bereich, lautstärkentechnisch, bewegen wir uns auch hier Mezzo-Piano, Mezzo-Forte-Bereich. Wenn du ein gutes Gefühl hast, vielleicht vorher auch schon ein paar Mundstücktöne auch möglichst locker mit dem Buzzer etc. gemacht hast, dann kannst du dich natürlich dann auch nach oben bewegen. Das heißt, wir bleiben in dieser chromatischen Bewegung. Und auch hier von der Lautstärke, wir bleiben immer in diesem weichen Luftstrom. Natürlich hier kannst du auch Tonleitern spielen. Ich bewege mich immer gern chromatisch, weil ich eben in Halbtonschritten langsam oder schnell immer möglichst kleine Schritte beim Trompetespielen habe. Und wenn ich bis zum C2 komme, natürlich gehe ich auch darüber hinaus, natürlich immer individuell angepasst an dein Trompetentraining, dass es nicht zu extrem und zu belastend wird. Gerne Luft holen. Alles fließt weich, alles ist gut eingestellt. Und wenn das gut funktioniert, natürlich auch die Zunge ins Spiel bringen. Das heißt, hier bewegen wir uns dann auch in den mittleren Bereich, also rund ums G1. Tenuto. Also man lässt die Luft fließen, genau wie es eben beim gebundenen Spiel war, und geht jetzt rein und eben dann Tenuto angestoßene Töne. Aber letztendlich auch dann Bewegung. Und so weiter und so fort. Also auch hier immer locker und weich die einzelnen Komponenten hinzubringen, damit man nachvollziehen kann, was da passiert. Und wichtig ist immer mittlere Lautstärke, weiche Luft, weicher Ansatz. Nicht gleich von vornherein die Lippe dermaßen belasten, weil Aufwärmen ist erstmal lockern, den Stand abrufen, den aktuellen, Muskulatur durchbluten lassen etc. pp. Und man bekommt immer ein gutes Gefühl. Auch Bindungen sind entscheidend. Das wäre so der nächste Schritt. Wenn man jetzt sagt, okay, es ist alles locker, dann nehme ich Jawohl, und dann kann ich auch hier die Muskulatur eben im Bereich der Naturtonbindungen aufwärmen, etc. pp. Skalen, Tonleitern, andere Übungen, Clark 2 und so weiter, Luftflussstudien oder Etüden, die in diese Richtung abziehen, kann man alles mit einbauen. Achte aber immer drauf, und ich wiederhole es gebetsmühlenartig, weicher Ansatz, weiche Luft, mittlere Lautstärke und ganz wichtig ist auch dann im Bereich der Bindungen, flexible Lippen. Nicht mit dem Mundstück draufdrücken, das blockiert nur, sondern ganz im Gegenteil, die Technik passiert hier eben im Bereich der Lippen, der Zunge, der Luftführung, des Luftflusses, des Luftdrucks,
der Stütze etc. pp. Es sind viele Punkte beim Trompetespielen beteiligt, deswegen nämlich immer beim Warm-up einen stufenweisen Aufbau, erstmal Luft fließen lassen etc. pp. Und so kommt man eben von einem Punkt zum nächsten. Ich wünsche dir bei deinem Trompetentraining viel Erfolg. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.